Hallo Leute, Neues von Ola. Unsere heutige Wanderroute führt uns über einen der schönsten und spektakulärsten Premium-Wanderwege hier in Rheinland-Pfalz im Pfälzerwald. Und zwar den Dimbacher Buntsandstein-Höhenweg. Da erwarten uns nicht nur diese traumhaften, genialen Aussichten hier oder spektakuläre Felsformationen, auch wunderschöne Wanderwege, abenteuerlich. Also einer von meiner Seite her wunderschönsten Wanderwege. Ja, lasst euch inspirieren von der Wanderung und viel Spaß mit dem Video. Ja, wir sind die Ersten hier. Zum Glück noch gar nichts los. Es ist auch relativ früh. Wir hatten gerade mal so 8 Uhr. Ja, und los geht die Tour. Und gleich richtig schön bergauf zum Aufwärmen. Sehr schön. Und der Weg geht gleich spannend weiter. Hier hinter mir sehen wir den Falkenstein, das erste Highlight unserer heutigen Tour. Ja, ein paar Informationen zu den Buntsandsteinen. Also Buntsandstein besteht aus verschiedenfarbigen Sandteilen und wurde vor rund 251 bis 243 Millionen Jahre abgelagert. Weiter geht es auf abenteuerlichen Wegen an diesen Buntsandsteinfelsen vorbei. Hier im Hintergrund ein weiteres tolles Highlight der Tour, der Hohe Kopf. Ja, hier ist leider eine kleine Sackgasse. Es ist auch immer wieder schön, ein Stück oberhalb der Felsen laufen zu können und dann eine grandiose Aussicht genießen.
unterwegs lädt so eine Bank bzw. so ein Tisch und Bänke immer wieder ein für eine kleine Rast. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass der Weg hier perfekt ausgezeichnet ist? Der Wanderweg führt hier weiter, aber wenn ich schon hier bin, möchte ich ja auch ein weiteres Highlight, den Kaftenstein, anschauen. Ja, das heißt für mich erstmal ein Stück runter und dann auch wieder hoch. Aber was Mut, das Mut. Und wieder hoch vom Kaftenstein. Der Weg scheint hier weiter zu gehen. Das ist sehr interessant. Hier oben den Höhenweg entlang. Diese tolle Vegetation hier. Diese Lichtspiele. Wirklich ein Traum. Man kann sich an diesen Buntsandsteinfelsen einfach nicht satt sehen. Ja, und hier sind wir auf dem Aussichtspunkt Dimberg, quasi ganz oben. Da weht ganz schön der Wind. Ich bin mal wieder mächtig beeindruckt hier. Aber gucken, wo es lang geht. Beim Filmen als sehr gefährlich. So, jetzt ein Stück entspannter Weg, bevor es da vorne rechts dann wieder serpentinenartig nach oben geht.
So, die Iselmannsteine haben wir hinter uns gelassen. Und jetzt geht es weiter hoch zum Rotzenberg. Noch ein kleiner Abstecher zum Vierburgenblick. Jetzt noch mal ein Stück nach unten, 300 Meter. Also nicht 300 Meter, 300 Höhenmeter, sondern Entfernung 300 Meter. Eine schöne kleine Raststelle, der Vierburgenblick. Von hier aus sieht man die Madenburg, der Drehfels, die Ruine Neuscharfeneck und die Ramburg. Jo. Und das ist der Ausblick. Da sieht man die Drehfels und die Neuscharfeneck. Dann weiter auf der rechten Seite, hier oberhalb, das ist die Madenburg. Und hier ein Stück weit mehr im Vordergrund ist die Ramburg. Da blinzelt schon der Rotzenberg zwischen den Bäumen durch. So, Rotzenberg haben wir fertig. Jetzt gehen wir weiter auf der Route. Geht es erstmal etwas bergab, aber nicht weniger abenteuerlich. Und noch knapp 6 Kilometer, dann sind wir wieder zurück in Dimbach. So, das sind zwar einige Abzweigungen oder eine riesen Kreuzung im Wald, wir laufen aber geradeaus weiter. Hier ist auch eine kleine Schutzhütte vom Pfälzerwaldverein. Ja Leute, die Schonzeit ist vorbei. Jetzt geht es zum dritten und letzten Anstieg. Zum Höhenweg über den Immersberg und Häuselstein. Geht nochmal satt nach oben. Nächstes Highlight, der Kiunger Felsen.
Jo, da muss ich dann die paar Meter wieder zurücklaufen. Bin aber doch mal gespannt, ob es hier was zu sehen gibt. Der Weg läuft hier unterhalb weiter. Ja, hat sich gelohnt. Und da drüben ist der Rützenberg. Ja, jetzt sind wir oben auf dem Immersberg. Auf dem ganzen Weg entlang sind wirklich spektakuläre Felsformationen. Diese Auswaschungen oder von der Witterung. Wirklich faszinierend. So, wenn ich schon hier bin, schaue ich mir noch den Aussichtspunkt Häuselstein an. Es sind zwar noch mal 300 Meter zu laufen, beziehungsweise 50 Höhenmeter runter und wieder hoch, aber wenn ich schon hier bin, dann mache ich alles mit. Naja, ich bin wohl noch nicht ganz auf dem Häuselstein. Und das sieht noch danach aus. Da muss ich noch ein Stück runter. So, den Häuselfels habe ich jetzt hinter mir. Jetzt bin ich wieder auf der richtigen Route. Meine 2 Mädels muss ich noch einholen. Oh, die Wege sind so fantastisch hier. Na, das ist mal interessant. Guckt euch das mal an. Nur über diesen begrenzten Bereich. Ich weiß gar nicht, wie diese Pflanze heißt. Da muss ich mal recherchieren. Aber wirklich interessant. Nur auf diesem begrenzten Bereich hier. Da ist ja noch so ein großer Brocken hier. Schon faszinierend, wie so ein Stein, so ein einzelner Stein einfach mitten im Wald da steht. Ja, liebe Leute, der Käshemmel war quasi das letzte Highlight der Tour. Limbacher Buntsandstein-Höhenweg. Check. Sehr gut. Wir sind jetzt noch ein bisschen im Wald, sind aber gleich außerhalb des Waldes. Da kann ich mir jetzt Zeit nehmen für ein kleines Fazit. Der Weg hier, der verdient wirklich das Prädikat Premium-Wanderweg. Der ist so voll gespickt mit Highlights, mit Sehenswürdigkeiten. Was halt als Highlight wunderschön war, zum einen der Häuselfelser, der Weg darum dazu. Oder auch die Aussichten vom Dimmberg, also oben entlang am Dimmberg zu laufen. Und dann diese Aussichten über den Pfälzerwald. Einfach ein Traum, phänomenal. Ja, und die unterschiedliche Wegführung. Ja, zum Teil breite Waldwege, die angenehm zu laufen waren. Dann immer wieder so kurze, knackige Anstiege, die schon fordernd waren, definitiv.
und auch am Höhenweg entlang natürlich. Der Höhenweg an sich wunderschön zu laufen und immer wieder Abwechslung. Man hat mal die Felsen, die man gesehen hat, entlang des Weges. Also mal wieder eine sehr, sehr schöne Tour, die wir heute hatten und die wir definitiv gern empfehlen. Festes Schuhwerk wäre gut, aber das wisst ihr ja als Wanderer. Ja, uns hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal, euer Nola. Macht's gut.